du da draußen, fühl dich herzlich zum zweiten Online-Vortrag der Kinderuni Göttingen eingeladen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Sport befassen. Ist Sport gut oder schlecht für die Gesundheit? Und was ist eigentlich an dem Sprichwort Sport ist Mord dran? Bevor wir dann nun anfangen, uns mit diesem erfrischenden Thema zu beschäftigen, bereite dich gerne schon mal auf die folgende Vorlesung vor. Suche dir für die nächsten Minuten gerne eine ruhige Ecke. Was du zudem noch brauchst, ist ein Tape, also ein Klebeband, und zudem viel Platz, um ein paar Sportübungen direkt mitmachen zu können. Also mach dich bereit und auf die Plätze, fertig und los! Warum heißt Sport denn jetzt eigentlich Sport? Das Wort Sport lässt sich aus dem Englischen Disport ableiten, was übersetzt Zerstreuung, Vergnügen, Zeitvertreib und auch Spiel bedeutet. Das heute bestehende englische Wort Sport wurde in dem deutschen Sprachgebrauch übernommen. Im Altfranzösischen wurde Disport zum heutigen se disporter, also sich zerstreuen oder sich vergnügen, umgewandelt. Alle Formen von dem heutigen Wort Sport finden ihren Ursprung in dem lateinischen deportare, also übersetzt fortbringen. Vielleicht kennst du das ähnliche Wort auch schon im Deutschen, das deportieren. Deportieren, also das Fortbringen, wird allerdings im heutigen Sprachgebrauch überhaupt nicht mehr mit einer sportlichen Aktivität verknüpft. Du könntest dir höchstens vorstellen, dass du deinen Körper, wenn du Sport treibst, von einem Ort zu einem anderen Ort fortbringst. So entsteht das heutige Wort Sport. Insgesamt soll das Wort zunächst ganz grob alle Arten von körperlicher Betätigung beschreiben, die von dir ausgeführt werden. Natürlich hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, heute noch ein paar weitere eingrenzende Richtlinien verfasst, um das, was du tust, als Sport bezeichnen zu können oder eben nicht. Der erste deutsche Sportverein soll im Jahre 1836 entstanden sein und war der Hamburger Ruderclub, also ein Verein, um Wassersport zu betreiben. Vielleicht kennst du das gerne zitierte Sprichwort Sport ist Mord. Aber warum sagt man das eigentlich? Es ist doch überhaupt nicht üblich, nach einer oder auch mehreren Sportübungen, die man gemacht hat, tot umzufallen. Das Sprichwort findet seinen Ursprung in den Worten Winston Churchills, dem ehemaligen Premierminister des Vereinigten Königreichs. No sports, also übersetzt keinen Sport, dies soll die Antwort auf die Frage gewesen sein, wie Churchill denn das hohe Alter von damals 91 Jahren erreicht haben soll. Tatsächlich existieren zudem noch Gerüchte um eine Geschichte, die von dem ersten berühmten Marathonläufer berichtet, welcher im alten Griechenland nach dem Sieg der Griechen über die Perser einen Marathonlauf nach Athen vollbrachte, um die freudige Nachricht des Sieges zu überbringen. Völlig erschöpft von dem Lauf brach er dann mitten auf dem Marktplatz einfach so zusammen und starb. Das klingt dramatisch genug, um in die Geschichte aufgenommen zu werden? Tatsächlich. Aber komisch ist das nicht. Es gibt auch heute noch genügend SportlerInnen, die nach bestimmten, meist extremen, körperlichen Aktivitäten plötzlich zusammenbrechen. Ist also doch was dran an dem Sprichwort? Sollten wir es nun der Gesundheit und unseres Lebens zuliebe lassen, sportlich aktiv zu sein? Die Antwort lautet Nein. Ein wenig Glauben von dem Marathonläufer in Griechenland kann man der Geschichte allerdings schon zusprechen. Das Stichwort für die Erklärung ist Schmerzunterdrückung. Das machen Sportler keinesfalls mit Absicht. Schuld an dieser extremen und unbemerkten Überlastung des Körpers durch Schmerz ist, dass alle Gefühle des Schmerzes ausbleiben. Dafür verantwortlich sind Endorphine. Diese werden von deinem Körper selbst produziert. Es sind Hormone. Sie entstehen beispielsweise in Notfallsituationen oder in Situationen, in denen dein Körper Höchstleistungen erbringen muss. Das ist eigentlich auch gut so und von der Natur schlau gelöst. Haben sich unsere Vorfahren damals in einer Notsituation oder auf der Suche nach Nahrung befunden, so haben die Endorphine im Körper dafür gesorgt, dass sie über ihre eigentlichen Leistungen hinaus funktioniert haben, um letztendlich ihr Überleben zu sichern. Kurz, die von deinem Körper erschaffenen Endorphine können im Extremfall dein Hungergefühl, dein Schmerzempfinden und das Gefühl für deine sportliche Grenze unterdrücken.
Passiert das in zu hohem Maße, kann es passieren, dass dein Körper an den letzten Kraftreserven zehrt und im schlimmsten Fall alle aufgebraucht hat. Aber keine Angst, wenn du im normalen Maß Sport treibst, das heißt keinen extremen Leistungssport, dann ist Sport sogar gesund für deinen Körper. Sport, den du gerne machst, kann sich positiv auf deine Laune und die Gesundheit deines Körpers auswirken. Du fängst an, dich körperlich ausgelastet zu fühlen und das bewirkt ein tolles Gefühl von Zufriedenheit und Stolz. Regelmäßige Bewegung ist auch dafür verantwortlich, dass sich dein Immunsystem stärkt. Hast du vielleicht schon mal bemerkt, dass du dich im Sommer, wenn du dich mehr draußen im Freien bewegst, viel weniger mit Erkältungen herumärgern musst als im Winter? Und von den positiven Auswirkungen von körperlicher Bewegung nicht genug. Sport ist ein richtiger Gesundmacher. Du kannst schlimmen Erkrankungen entgegenwirken und sogar nachhaltig im hohen Alter von deinen früheren sportlichen Aktivitäten positive Wirkungen erhalten. Vielleicht hast du schon mal von Krankheiten wie der Zuckerkrankheit gehört, die auch Diabetes genannt wird, oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sowie Depressionen. All diesen Krankheiten und noch vielen mehr kannst du durch einen gesunden sportlichen Lebensstil entgegenwirken. Das bedeutet nicht, dass wenn du genug und gesund Sport treibst, vor diesen Krankheiten automatisch geschützt bist. Das kann nicht immer von dir beeinflusst werden, weil noch viele andere Faktoren dabei eine Rolle spielen. Aber es ist möglich, durch einen gesunden Lebensstil lange gesund und fit zu bleiben. Menschen, die sich nicht regelmäßig bewegen, viel sitzen und keinen einzigen Sport betreiben, können dadurch negative Folgen erleiden. Hier ein Beispiel, damit du dir über die Auswirkungen bewusst werden kannst. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Rauchen unglaublich schädlich für die Gesundheit ist und bestimmte Erkrankungen fördert? Ungefähr so kannst du dir negative Auswirkungen aufgrund eines sportlich sehr inaktiven Lebensstils vorstellen. Es ist tatsächlich besonders gut für dich und deinen Körper, wenn du draußen Sport machst. Das liegt daran, dass die Sonnenstrahlen sich positiv auf deinen Organismus und dein ganzes Wohlbefinden auswirken. Vitamin D zum Beispiel, was dein Körper nicht selbst produzieren kann, kann sich durch Sonnenstrahlen entfalten und bewirkt, dass zum Beispiel dein Knochenbau besser stattfinden kann und deine Knochen ein bisschen stärker werden. Und dann wird noch ein ganz bestimmtes Hormon ausgeschüttet von deinem Körper. Das ist schon in deinem Körper enthalten. Das nennt man Dopamin und das wird auch Glückshormon genannt. Und so wie der Name schon sagt, fühlst du dich automatisch richtig gut und nicht mehr traurig und langsam und müde, sondern glücklich, befreit und zufrieden. Wenn du Sport treibst, kannst du insgesamt in 5 unterschiedliche Sportdisziplinen oder Sportarten unterscheiden. Die wirst du auch gleich alle kennenlernen. Mach dich also schon mal ein bisschen bereit, um gleich bei den Beispielübungen mitmachen zu können. Es geht einmal um das Ausdauertraining, das Krafttraining, um die Beweglichkeit, deine Schnelligkeit und deine Koordination. All diese Trainingsarten oder Disziplinen kannst du natürlich dann zielgerichtet auch einsetzen oder dann im bestimmten Sportbereich anwenden. Du musst also sozusagen selber wissen, was du gerne trainieren möchtest. Das Training, um die Ausdauer deines Körpers bei bestimmten sportlichen Aktivitäten zu verbessern, erreichst du, indem du eine Übung über einen längeren Zeitraum und kontinuierlich ausführst. Beispielsweise zählen Joggen und Skilaufen zu den gesündesten Ausdauertrainings, die du machen kannst. Wichtige positive Ergebnisse sind beispielsweise, dass du mit dem Ausdauertraining Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder der Zuckerkrankheit entgegenwirken kannst. Der Ausdauersport ist die effektivste Sportart, um über einen schnellen Zeitraum viel Übergewicht zu verlieren. Die Durchblutung in deinem Körper wird verbessert. Das bedeutet unter anderem auch eine höhere bzw. verbesserte Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Sport hilft also auch, um besser lernen zu können. Ausdauertraining ist zudem am ehesten für die Ausschüttung von Endorphinen, den Glückshormonen, die du eben schon kennengelernt hast, verantwortlich. Deswegen solltest du dich langsam an diese Art von Training herantasten und nicht sofort über deine aktuellen sportlichen Grenzen hinaus Ausdauertraining ausüben. Für das Ausdauertraining versuch erstmal einen ganz normalen Hampelmann zu machen. Als nächstes kannst du versuchen,
nach vorne zu treten und gleichzeitig den Arm auf derselben Seite nach hinten zu ziehen, wenn du dein Bein nach vorne schwingst. Als nächste Übung versuch einfach auf der Stelle zu hüpfen mit so einem kleinen Zwischensprung und die Knie hoch zu den Ellenbögen zu ziehen, die du im 90-Grad-Winkel von deinem Körper hochhältst. Die letzte Übung nennt man Burpee und die ist besonders anspruchsvoll, weil sie deinen ganzen Körper trainiert. Das ist ziemlich anstrengend, also versuch nicht gleich ganz so viele davon zu machen. Das Krafttraining unterstützt den Aufbau deiner Muskeln im Körper. An dieser Stelle werden sie stabiler und kräftiger. Gut trainierte Muskeln sorgen für einen besseren Gelenkschutz und ein stabiles, kräftiges Knochenwachstum. Vor allem in Spielsportarten soll ein gutes und gesundes, zudem abwechslungsreiches Krafttraining für deinen Körper stattfinden. Aber auch Übungen wie Liegestütz und Sit-Ups können deinen Körper kräftigen und stabilisieren. Wichtig ist es hierbei, dass du dich bei diesen einseitigen Übungen nicht immer nur auf eine Übung konzentrierst, sondern auf Übungen für den ganzen Körper. Für das Krafttraining versuchst du einfach erstmal Kniebeugen zu machen. Achte darauf, dass die Knie nicht über deine Fußspitzen hinaus zeigen und versuche dabei schön den Rücken gerade zu lassen. Genau. Schön weit runter, das müsste in den Oberschenkeln ziepen. Versuch auch dabei, den Kopf schön gerade zu lassen. Eine Übung für die Arme, das kennst du bestimmt. Liegestütz. Versuch dabei, die Arme nicht zu weit vom Körper wegzustrecken, sondern die Ellenbögen schön nah am Körper vorbeizuführen. Auch noch was für den Bauch. Sit-Ups. Ob du die Beine hochnimmst oder ob du die Beine unten lässt, ist dir überlassen. Es ist nur wichtig, dass du die Hände nicht hinter dem Kopf verschränkst und einfach nur nickst. Um dich auf lange Zeit gesehen beweglich zu halten, solltest du eine gewisse Selbstdisziplin und ein Durchhaltevermögen besitzen. Das bedeutet, dass du bestimmte Beweglichkeitsübungen nicht nur ab und zu machst, sondern öfter pro Woche. Das müssen absolut keine Meisterleistungen sein, sondern nur kleine Bewegungen, die es deinem Körper ermöglichen, beweglicher zu werden. Es werden im Beweglichkeitstraining in Dehnübungen und Gelenkigkeitsübungen unterschieden. Deine Gelenkigkeit ist von der Stellung und Verbindung deiner Gelenke abhängig und deine Dehnfähigkeit bezieht sich auf deine Muskeln, Sehnen und Bänder im Körper. Mit dem für dich richtigen Beweglichkeitstraining kannst du das Risiko von Muskel-, Sehnen- und Bänderverletzungen verringern. Durch bestimmte Übungen kannst du erreichen, dass sich dein Körper deutlich mehr entspannt und besser Stress abbauen kann. Fehlbelastungen, wie zum Beispiel das erwähnte lange Sitzen, kann mit Beweglichkeitsübungen ausgeglichen werden. Wie beweglich du bist, hängt von deinem Alter, der Tageszeit und deinem Aufwärmzustand ab. Auch der Anteil der Muskeln in deinem Körper kann die Beweglichkeit deines Körpers beeinflussen. Für das Beweglichkeitstraining versuch erstmal in die Grätsche hinunterzugehen. Versuche dann zur einen Seite runterzugehen, zu deinem Fuß und dann zu der anderen Seite und auch mal wieder zur Mitte. Über deinen Schwerpunkt nach hinten hinaus kannst du dann auch versuchen, langsam abzusetzen. Diese Übung ist jetzt für beide Beine trotzdem noch anspruchsvoll. Versuche dabei ein Bein anzuwinkeln und den Fuß an deinem Oberschenkel abzustützen, den Rücken möglichst gerade lassen. Führe die Übung gerne auch länger aus, als ich sie hier vormache. Dann winkelst du wieder ein Bein an, genau aus dieser Position, die du eben schon gemacht hast für das Dehnen. Und versuche hinter dich zu gucken. Rücken bleibt dabei schön gerade.
kann auch im Sitzen die Grätsche noch einmal machen und versuchen, den Oberkörper nach vorne zu bringen und die Hände und die Unterarme auf den Boden. Um auch einmal die Arme zu dehnen, versuche bitte die Schultern schön weit unten zu lassen und nicht hochzuziehen. Und mit dem anderen Arm, der nicht gestreckt ist, den Arm vor deiner Brust herzuziehen. Bei dieser Übung sei bitte ganz vorsichtig. Du sollst die Hand nur auf den Kopf auflegen. Auch hierbei bleiben die Schultern schön unten. Erschreck auch nicht, wenn es da ein bisschen knackt. Das kann passieren. Bei der Disziplin Schnelligkeit geht es nicht zwingend nur darum, wie schnell du rennen kannst. Schnelligkeit kann viele deiner Fähigkeiten beeinflussen. Es sind zum Beispiel deine Wahrnehmungs-, Entscheidungs-, Reaktions-, Aktions- und Handlungsschnelligkeit betroffen. Hauptsächlich geht es bei Schnelligkeitsübungen um die Beweglichkeit deiner Muskeln. Durch Übungen, die deine Schnelligkeit fördern, können viele deiner Sinne verbessert werden. Anhand von Schnelligkeitstrainings werden deine Reflexe trainiert. Das bedeutet, dass deine Reaktionsfähigkeit in vielen Bereichen geschult wird. Natürlich kannst du dich durch ein solches Training auch schneller bewegen. Aber das ist noch lange nicht alles. Durch gezielte Schnelligkeitsübungen kannst du deine Reaktion auf bestimmte Erlebnisse und Situationen, beispielsweise im Straßenverkehr, verbessern. Hierfür brauchst du jetzt das Tape, das Klebeband. Kleb dir ein Kreuz auf den Boden oder male es mit Kreide. Versuche dann mal erst einen Fuß und dann den anderen Fuß nach vorne zu setzen und jeweils immer einen Fuß nachzuziehen, so wie ich das hier mache. Du kannst dann mit der Zeit immer schneller werden. Genau, ich nutze jetzt hier 3 Kästchen von meinem Kreuz, das ich auf den Boden getaped habe. Und versuche nach demselben Prinzip erst mit einem Fuß rauszusetzen und dann den anderen nachzuziehen. Das geht in verschiedene Richtungen. Und auch hierbei kannst du immer schneller werden. Ein Training, welches deine Koordinationsfähigkeit verbessert, bedeutet, dass du deine Energie und deine Leistung im Sport besser einteilen kannst. Die Ausübungen von bestimmten Bewegungsabläufen werden geschmeidiger und sicherer. Ein Koordinationstraining kann sich aus einem Bewegungs- und auch Schnelligkeitstraining zusammensetzen. Im Koordinationstraining können sowohl deine Reaktionsfähigkeit als auch der Ablauf von verschiedenen Bewegungen direkt aufeinanderfolgend verbessert bzw. trainiert werden. Für die erste Übung ist deine Aufgabe erstmal nur, die Arme nach vorne zu kreisen. Du kannst sie auch nach hinten kreisen. Die nächste Aufgabe wird schwierig. Du versuchst einen Arm nach vorne zu kreisen und den anderen nach hinten. Das geht auch, wenn du einmal die Arme wechselst. Hierfür braucht es etwas Übung. Das ist kein Problem, wenn du etwas länger brauchst. Für die nächste Übung versuche erstmal auf einem Bein sicher zu stehen. Das Standbein wird nicht ganz durchgedrückt. Versuche immer eine leichte Beuge zu behalten. Kreise deinen Fuß und deine Handgelenke und versuche dann langsam nach oben zu schauen. Und wenn du dich traust, kannst du dabei auch die Augen schließen. Schon mal richtig viel Sport gemacht? Uff, dann kennst du ihn bestimmt, den Muskelkater. Eine unangenehme Nebenfolge vom Sport. Aber warum und wann genau bekommt man ihn eigentlich? Muskelkater bereitet Schmerzen oder auch nur ein unangenehmes Gefühl in dem betroffenen Bereich deines Körpers. Meist bekommst du ihn ein paar Tage nach einer ausgiebigen sportlichen Aktivität. Muskelkater ist eine Folge von zu viel Sport mit einem dafür noch zu untrainierten Körper. Wenn du Sport machst, merkst du es im Moment, in dem du deinen Körper überforderst, wahrscheinlich gar nicht. Muskelkater, so nennt man kleine Risse, die aufgrund der sportlichen Überlastung in deinen Muskeln entstanden sind. Du wirst ein paar Tage nach dem Eintreten noch ein wenig damit zu tun haben.
Für das nächste Mal weißt du aber, lieber einen Gang herunterschalten und die Sportübung nicht allzu intensiv und lange auszuführen. Taste dich am besten immer Training für Training langsam und gesund an den neuen Sport heran. Gönne deinem Körper eine Eingewöhnungszeit. Schweiß. Denkst du das auch manchmal, wenn du zu viel Sport gemacht hast? Jetzt nach den Übungen hast du ja bestimmt auch ein bisschen angefangen zu schwitzen. Das ist total gut von deinem Körper. Das ist ein eigener Abkühlmechanismus, weil du sonst überhitzen würdest. Das heißt, Schweiß ist eigentlich gar nicht eklig, jedenfalls nicht dein eigener und nicht, wenn er ganz frisch ist, weil dein Körper somit eigentlich nur versucht, dich zu retten. Das heißt, wenn du jetzt in der Sonne unterwegs wärst und es richtig warm ist und du nicht schwitzen kannst, dann überhitzt dein Körper. Und dadurch, dass dein Körper Schweiß produziert, kühlt er deine Haut ab und somit auch deinen ganzen Organismus und garantiert somit, dass du nicht überhitzt und nicht umfällst, weil dir zu warm geworden ist. Vielleicht hast du dich bereits schon gefragt, was ist der BMI? Der BMI wird häufig in Verbindung mit Sport in Erwähnung gebracht. Das liegt daran, dass der BMI bestimmte Werte deines Körpers bemisst. BMI kommt aus dem Englischen und heißt Body Mass Index und heißt frei übersetzt Körpermassenwert. Mit der Formel des BMI kannst du errechnen, ob sich dein Körper in einem gesunden Verhältnis von Gewicht, Alter und Körpergröße befindet. Der BMI unterscheidet dabei auch, ob du männlich oder weiblich bist. Denn ja, ob manche Leute es leugnen oder nicht, es besteht ein Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Körper. Gerade wenn es darum geht, eine körperliche Leistung zu erbringen. Um herauszufinden, ob du einen gesunden BMI besitzt, musst du dein Körpergewicht in Kilogramm durch deine Körpergröße in Metern dividieren und das Ergebnis zum Quadrat berechnen. Das heißt, es wird mit sich selbst multipliziert. Dabei kommt ein Wert heraus, bei dem du recherchieren musst, ob dieser sich für dein Alter entsprechend in einem gesunden Verhältnis zu den eben beschriebenen Werten befindet. Machen wir das hier einmal mit meinen Werten. Ich wiege 64 Kilogramm und diese 64 Kilogramm teile ich durch meine Größe, ich bin 1,68 Meter groß. Meine Größe rechne ich dann zum Quadrat. Das Ergebnis ist dann 22,675737. Das ist eine ganz merkwürdige Zahl, aber das ist dann mein BMI. Mein BMI, das habe ich ja eben berechnet, beträgt 22,7. Damit kann ich aber erstmal überhaupt gar nichts anfangen. Wenn ich allerdings auf die für den BMI angefertigte Leiste schaue, dann kann ich meine Zahl in den grünen Bereich von Normalgewicht einordnen. Du kannst das hier ganz schön erkennen. Oben siehst du dein Gewicht, an der Seite kannst du deine Körpergröße einordnen und da in der Mitte auf der Tabelle, wo sich beide Werte treffen, da kannst du deinen BMI einordnen und eben die Farbe ablesen. In meinem Fall bin ich im grünen Bereich, das bedeutet auch in diesem Fall, dass ich gesund bin und nicht über- oder untergewichtig. Die blaue Farbe bedeutet, dass man ein leichtes Untergewicht hat. Gelb bedeutet ein leichtes Übergewicht, orange bedeutet, man hat ein Übergewicht und rot bedeutet ein extremes Übergewicht. Beachte bitte, dass der BMI auch nur eine Berechnung von ganz wenigen deiner Körperwerte durchführt. Deine Knochendichte, also wie deine Knochen aufgebaut sind und eher leicht oder schwer sind, wird dabei nicht berücksichtigt. Auch wird nicht mit einberechnet, wie schwer deine Muskeln in deinem Körper sind. Muskeln sind nämlich schwerer als Fett. So ist der BMI nur ein grober Orientierungswert und kein Wert, nach dem du dein Leben oder gar dein Körpergefühl ausrichten solltest. Zusammenfassend zu sagen ist also, dass Sport keinesfalls Mord ist. Ganz im Gegenteil, in der Kombination mit der richtigen Ernährung kann Sport richtig gesundheitsfördernd auf deinen Körper wirken und du fühlst dich glücklicher und ausgeglichener. Das war's jetzt erstmal mit der Vorlesung. Hoffentlich gucken wir jetzt alle wieder ein bisschen motivierter auf sportliche Aktivitäten und hoffentlich benutzt du auch das Sprichwort Sport ist Mord nie wieder oder generell nicht als Ausrede, um keinen Sport machen zu müssen. Zum Abschluss gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, bei dem du einen tollen Preis abholen kannst. Die Aufgabe ist, denke dir eine eigene Sportübung aus und erkläre diese. Beschreibe, welche Sportdisziplin oder Sportdisziplinen für deine Übung eine Rolle spielen.
Poste deine Antwort gerne auf Facebook oder schicke eine E-Mail an die kick@kinder.uni-göttingen.de. Wir freuen uns auf deine Antwort und vielleicht bist du ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin. Viel Spaß! Schön, dass du dabei warst. Beim nächsten Mal geht es auch gleich spannend weiter. Die nächste Vorlesung umfasst das Thema von Knoten, Tinte und Typen, Geschichte und Entwicklung der Schrift und ist ab 14. Juli auf YouTube zu finden. Bis dann und bleib motiviert, glücklich und gesund. Tschüss!